Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Bauer, der seine Kuh auf dem Markt verkaufte und dafür 7 Taler erhielt. Auf dem Heimweg musste er an einem Teich vorbeigehen, und von weitem hörte er die Frösche quaken. Eik, 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 na toll, dachte er, die machen Lärm ohne Grund. Ich habe 7 Taler, nicht 8. Als er den Teich erreichte, rief er ihnen zu, ihr dummen Tiere. Wisst ihr es nicht besser? Es sind 7 Taler, nicht 8. Doch die Frösche quakten einfach weiter. Eik, 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 Eik. Gut, wenn ihr mir nicht glaubt, kann ich es euch zählen, sagte er, holte sein Geld heraus und zählte die 7 Taler, wohl wissend, dass es 24 Groschen in einem Taler gibt. Die Frösche jedoch schenkten ihm keine Beachtung und quakten weiter. Eik, 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 was? Rief der Bauer wütend. Da ihr denkt, ihr wisst es besser als ich, zählt selbst. Mit diesen Worten warf er sein ganzes Geld ins Wasser. Er stand da und wartete, bis die Frösche mit dem Zählen fertig waren und ihm sein Geld zurückgaben, aber die Frösche quakten nur weiter Eik, 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 Eik und gaben das Geld nicht zurück. Er wartete lange, bis der Abend kam und er nach Hause gehen musste. Also schrie er die Frösche an, ihr Wasserspritzer, ihr dummköpfigen Narren, ihr könnt so laut schreien, dass es mir in den Ohren weh tut, aber zählen könnt ihr nicht bis 7 Taler. Glaubt ihr etwa, ich werde hier stehen bleiben, bis ihr fertig seid? Damit ging er weg, aber die Frösche quakten weiter Eik, 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 bis er zu Hause ankam, immer noch ziemlich wütend. Später kaufte er eine andere Kuh, die er schlachtete, und dachte, wenn er das Fleisch gut verkauft, könnte er so viel Geld verdienen, wie die beiden Kühe wert waren, und außerdem die Haut behalten. Als er mit dem Fleisch in die Stadt kam, hatte sich eine große Gruppe Hunde am Tor versammelt, angeführt von einem großen Windhund. Der Windhund sprang auf das Fleisch, schnüffelte daran und bellte, Wuff, Wuff, Wuff. Da der Hund nicht aufhörte, sagte der Bauer, ja, ja, ich weiß, dass du Wuff, Wuff, Wuff sagst, weil du etwas von dem Fleisch möchtest, aber ich hätte Schwierigkeiten, wenn ich es dir gebe. Der Hund bellte nur zurück, Wuff, Wuff. Wirst du versprechen, nicht alles zu fressen, und wirst du für deine Freunde die Verantwortung übernehmen? Der Hund antwortete, Wuff, Wuff, Wuff. Gut, wenn du darauf bestehst, lasse ich es dir. Ich kenne dich und ich weiß, wer dein Meister ist. Aber ich muss mein Geld in 3 Tagen haben, sonst wird es schlecht für dich. Du musst es mir bringen. Dann entlud er das Fleisch und ging zurück, während die Hunde sich darauf stürzten und laut bellten, Wuff, Wuff. Der Bauer, der sie von weitem hörte, dachte, jetzt wollen sie alle etwas, aber der Große ist für mich verantwortlich. Als 3 Tage vergangen waren, dachte der Bauer, heute Abend wird mein Geld in meiner Tasche sein, und er war sehr glücklich. Aber niemand kam, um ihn zu bezahlen. Man kann heutzutage niemandem trauen, sagte er, und schließlich verlor er die Geduld und ging zum Metzger, um sein Geld zu verlangen. Der Metzger dachte, er mache einen Scherz, aber der Bauer bestand darauf, ich meine es ernst. Hat der große Hund dir nicht vor 3 Tagen die ganze Kuh gebracht? Da wurde der Metzger wütend, packte einen Besenstiel und kickte ihn hinaus. Warte nur, sagte der Bauer, es gibt noch Gerechtigkeit in der Welt. Und er ging zum königlichen Palast, um eine Audienz zu bitten. Er wurde vor den König gebracht, der mit seiner Tochter saß, und fragte, welches Problem er habe. Oh, sagte der Bauer, die Frösche und die Hunde haben genommen, was mir gehört, und der Metzger hat mir mit einem Stock bezahlt,
und er erzählte ihnen alles, was passiert war. Die Tochter des Königs begann viel zu lachen, und der König sagte: Ich kann dir in diesem Fall keine Gerechtigkeit geben, aber du sollst meine Tochter zur Frau bekommen. Sie hat in ihrem Leben noch nie so gelacht, und ich habe ihr versprochen, dass sie denjenigen heiratet, der sie zum Lachen bringt. Du solltest Gott für dein Glück danken. Oh, antwortete der Bauer, ich will sie nicht. Ich habe schon eine Frau, und eine ist für mich schon zu viel. Wenn ich nach Hause gehe, ist es, als hätte ich eine Frau in jeder Ecke. Da wurde der König wütend und sagte: Du bist ein unhöflicher Bauer. Ah, Herr König, antwortete der Bauer, was kann man von einer Kuh erwarten, wenn nicht Rindfleisch? Halt, sagte der König, du wirst eine andere Belohnung erhalten. Gehe jetzt, aber komme in 3 Tagen wieder, und dann wirst du 500 Taler ausgezahlt bekommen. Als der Bauer durch das Tor ging, sagte der Wache: Du hast die Königstochter zum Lachen gebracht, also wirst du sicher etwas Gutes bekommen. Ja, das denke ich auch, antwortete der Bauer. 500 sollen mir ausgezahlt werden. Hör zu, sagte der Soldat, gib mir etwas davon. Was kannst du mit all dem Geld anfangen? Da es du bist, sagte der Bauer, kannst du 200 haben. Komm in 3 Tagen zum König zurück, und du wirst es bekommen. Ein Jude, der in der Nähe war und das Gespräch gehört hatte, lief dem Bauern nach, packte seinen Mantel und sagte: Oh, was für ein glücklicher Mensch du bist. Ich werde es für dich umtauschen. Ich werde es in Kleingeld wechseln. Was willst du mit großen Talern? Jude, sagte der Bauer, du kannst 300 haben. Gib sie mir jetzt in Münzen, und in 3 Tagen wird der König dir das Geld zurückgeben. Der Jude war mit diesem Deal zufrieden und brachte das Geld in schlechten Groschen, von denen 3 2 gute wert waren. Nach 3 Tagen ging der Bauer wie befohlen zurück zum König. Zieht ihm den Mantel aus, sagte der König, und er soll seine 500 erhalten. Oh, sagte der Bauer, die gehören mir nicht mehr. Ich gab 200 dem Wächter, und der Jude wechselte mir 300, also habe ich eigentlich nichts. Inzwischen kamen der Soldat und der Jude herein und forderten das, was sie vom Bauern gewonnen hatten, und sie erhielten ihre Strafe. Der Soldat nahm es geduldig und war schon daran gewöhnt, aber der Jude sagte traurig: Oh, sind das die schweren Taler? Der König konnte nicht anders, als über den Bauern zu lachen, und da er nicht mehr wütend war, sagte er: Da du deine Belohnung verloren hast, bevor du sie erhalten hast, werde ich dir etwas anderes anstelle dessen geben. Gehe in mein Schatzzimmer und nimm dir so viel Geld, wie du möchtest. Der Bauer musste nicht zweimal darum gebeten werden und stopfte seine großen Taschen mit allem, was er hineinbekam. Danach ging er zu einer Herberge und zählte sein Geld. Der Jude war ihm gefolgt und hörte, wie er zu sich selbst murmelte: Dieser hinterhältige König hat mich doch betrogen. Warum konnte er mir das Geld nicht einfach selbst geben, dann wüsste ich, was ich wirklich habe? Wie kann ich jetzt sagen, ob das, was ich in meine Taschen stecke, richtig ist oder nicht? O je, dachte der Jude, dieser Mann spricht schlecht von unserem Herrn, dem König. Ich werde rennen und es erzählen, dann bekomme ich eine Belohnung und er wird bestraft. Als der König hörte, was der Bauer gesagt hatte, wurde er sehr wütend und befahl dem Juden, den Bauern zu ihm zu bringen. Der Jude rannte zum Bauern: Du musst jetzt sofort in den Kleidern, die du trägst, zum König gehen. Das weiß ich besser, antwortete der Bauer. Ich lasse mir zuerst einen neuen Mantel machen. Denkst du, ein Mann mit so viel Geld in der Tasche sollte in einem schäbigen alten Mantel erscheinen? Der Jude sah, dass der Bauer ohne einen anderen Mantel nicht gehen würde, und da er fürchtete, dass, wenn der König sich beruhigte, er seine Belohnung verlieren
und der Bauer seine Strafe nicht bekommen würde, sagte er: Ich leihe dir aus Freundschaft einen Mantel, nur für kurze Zeit. Was tun die Menschen nicht aus Liebe? Der Bauer war darüber glücklich und zog den Mantel des Juden an, dann ging er mit ihm. Der König schimpfte mit dem Bauern wegen der schlechten Dinge, die der Jude ihm erzählt hatte. »Oh«, sagte der Bauer, »was ein Jude sagt, ist immer falsch. Nichts Wahres kommt jemals aus seinem Mund. Dieser Schlingel ist fähig zu sagen, dass ich seinen Mantel trage.« »Was ist das?« rief der Jude. »Ist der Mantel nicht meiner? Habe ich ihn dir nicht aus Freundlichkeit geliehen, damit du gut vor dem König aussiehst?« Als der König das hörte, sagte er: Der Jude hat sicherlich einen von uns getäuscht, entweder mich oder den Bauern, und er befahl, dass dem Bauern einige harte Taler gegeben werden. Der Bauer ging in dem schönen Mantel nach Hause mit gutem Geld in der Tasche und dachte bei sich: Diesmal habe ich Glück gehabt. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.